Im Normalfall stellen wir euch hier auf dem Kanal Eigenprodukte vor. Aber bei SIP haben wir den großen Luxus, dass jede Woche die interessantesten und schönsten Teile aus der ganzen Welt eintreffen. Und die ganz besonders seltenen, aufwendigen oder teuren Teile stellen wir euch hier in dieser Serie vor bei Hot Stuff. Als erstes eins meiner absoluten Lieblingsprodukte, dieser Vergaser von BFA FRT. Er ist komplett CNC gefräst, hat 42 mm Durchmesser, ein Powerjet und wirklich sehr gut die kompletten Abstimmmaterialien, also Düsen, Nadeln und so weiter, können von Dell'Orto verwendet werden. Wofür brauche ich so einen Vergaser? Ganz klar, dieser Vergaser wurde für die Rennstrecke entwickelt. Hiermit kann ich wirklich das absolute Maximum aus meinem Motor herausholen. Und ich hatte das große Glück, dass ich ihn selber schon testen durfte und kann euch sagen, damit greift er wirklich in das alleroberste Regal, was die Leistung angeht. Braucht man sowas? Braucht ein Motorroller aus den 60er Jahren einen Rennmotor? Ganz klar ja. Also braucht man auch diesen Vergaser. Leider ist er ein wenig teuer, aber das letzte PS war schon immer das teuerste. Als zweites Produkt möchte ich euch etwas sehr Ungewöhnliches vorstellen, nämlich diesen Adapter für Vespa Smallframe Motoren. Hiermit ist es möglich, einen optimal positionierten Membraneinlass in eine Vespa Smallframe zu integrieren. Der wird nämlich zwischen Zylinder und Motorblock verschraubt. Dazu gehört diese Membran inklusive Ansaugstutzen. Das Ganze ist CNC berechnet und strömungsoptimiert und besteht aus hochfestem Kunststoff. Brauche ich dieses Teil also wirklich? Naja, wenn man einen bereits gut laufenden Smallframe-Motor hat, wie vielleicht ein Motor mit dem SIP 125 Zylinder, ist das eine sehr schöne Methode, um dem Ganzen noch mehr Leistung einzuhauen. Das einzige Problem ist, ich brauche eine Kurbelwelle mit einem Pleuel mit einer Länge von mindestens 115 mm. Mein drittes Produkt heute kommt von einem der sexiest Hersteller im ganzen Zweiradbereich, nämlich von Öhlins. Und hier drin befindet sich ein Lambretta-Federbein. Und dieses Lambretta-Federbein ist wirklich das Beste, was es aktuell auf dem Markt zu kaufen gibt. Es ist dreifach verstellbar. Es hat hier eine Zugstufenverstellung, hier ist die Druckstufenverstellung und wie üblich eine stufenlose Verstellung der Federvorspannung. Was ist jetzt der Einsatzzweck dieses Stoßdämpfers? Klar, einerseits die Rennstrecke, aber ich würde sagen, auch der Alltag, auch die Tour, denn egal wann, ein besseres Fahrwerk ist immer Gold wert. Brauche ich also so einen Stoßdämpfer? Klar, ein Öhlins-Fahrwerk ist immer sehr teuer, aber auf der anderen Seite, eine Lambretta hat serienmäßig nicht gerade das beste Fahrwerk, sondern eher ein bisschen Problem, immer einen guten Fahrbahnkontakt herzustellen. Deswegen ist aus meiner Sicht eine Verbesserung des Fahrwerks eigentlich immer jeden Cent wert. Das vierte Produkt, was ich euch heute vorstellen möchte, ist eine Scheibenbremse für Lambretta. Und zwar ist diese Scheibenbremse mit einem Anti-Dive versehen, mit einer sehr schönen Brembo-Zange. Aber das ganz Besondere ist, dass die Bremsscheibe selber außen angeschlagen ist und die Zange die Scheibe von innen umgreift. Die Bremstrommel oder da, wo mal die Bremstrommel war, ist ein komplett CNC gefertigter Adapter. Für welche Anwendungszwecke brauche ich also diese Bremse? Vorweg, egal wohin ich fahre und warum ich fahre, eine Umrüstung auf Scheibenbremse bei einer Lambretta ist eine gute Idee. Gerade in Verbindung mit dem Anti-Dive verbessert sie nicht nur das Bremsverhalten, sondern auch das Fahrwerk unter der Bremse. Aber wenn ich mir diese Bremse noch weiter anschaue, mir die Verarbeitung und die Qualität der Einzelteile anschaut, dann fällt ein zweiter Verwendungszweck auf. Sie sieht einfach geil aus. Das ist genau die richtige Bremse für jedes Custom-Projekt. Brauche ich diese Bremse also wirklich? Funktional ist sie top, das gibt es aber auch bei anderen Bremsen. Die Alternative von Scooter Zefiro punktet eindeutig in Verarbeitung und Look.
und vor allem auch in dem Konzept mit dem innen angreifenden Bremszacken. Also das Ding ist zwar etwas teurer, aber dafür etwas für jemanden, der wirklich das Besondere sucht. Als 5. Produkt habe ich ein Produkt für euch, was 2 große Probleme der Vespa Large Frame Motoren auf einmal löst. Nämlich dieses Getriebe von Benelli. Von außen sieht das erstmal aus wie ein relativ normales Getriebe. Aber wenn man genauer hinsieht, sieht man, dass das Schaltkreuz 6 Arme hat und dass es innerhalb der Schaltwelle positioniert wird. Also nicht durch eine Schaltraste, die außerhalb des Motors sitzt, sondern die Positionierung ist innerhalb der Antriebswelle. Wie funktioniert das Ganze? Das geht nur deshalb, weil die Antriebswelle zweigeteilt ist. Hier vorne sitzen Schrauben, damit kann ich sie auseinanderschrauben und kann dadurch Schaltwelle und Schaltkreuz in einem Teil einführen und die Federn positionieren. Was ist also das Anwendungsgebiet dieses Getriebes? Wie eingangs erwähnt, es gibt 2 große Probleme von Large Frame Getrieben. Erstens der Verschleiß des Schaltkreuzes, da es nur 4 Arme hat. Dieses hat 6 Arme. Das vermindert den Verschleiß wesentlich. Das zweite ist die Positionierung des Schaltkreuzes innerhalb der Gänge. Auch dieses Problem wird hier komplett eliminiert durch die Positionierung innerhalb der Welle. Das bedeutet, jeder getunte Large Frame Motor wird sich über dieses Getriebe freuen. Die große Frage, braucht man das wirklich? Ganz ehrlich, leider ist dieses Konzept nicht ganz billig. Aber ich finde die Idee absolut genial und wenn ich könnte, würde ich sofort alle meine Motoren auf dieses Konzept umrüsten. Das war unsere erste Folge Hot Stuff. Wie hat euch das Format gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und was wir auch gerne wüssten, was war euer Favorit? Ansonsten, wenn ihr mehr über die Artikel wissen möchtet, schaut unten in den Text. Wir haben alle Artikel für euch verlinkt. Wie immer, nicht vergessen, Bimmel drücken, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.